bin der Hans Zuber. Eigentlich komme ich aus der Industrie. Ich bin ursprünglich Mechanikermeister. Vor etwas mehr als 30 Jahren hat es mich verschlagen in die Gastronomie. Da bin ich dann geblieben, weil es ist nie so interessant wie da in der Arbeit, von der Technik, von der Instandhaltung und von der Bauerei. So bin ich vor 2 Jahren zu der Firma Ospena gekommen, damals noch Molino, im Zusammenhang mit dem Projekt. Da hat es noch Rothaus geheissen, heute heisst es Hotel Mergas. In diesen 3 Jahren Bauzeit, die ich ja, wie gesagt, nicht ganz begleiten konnte, haben wir eigentlich 2 Häuser, das 15 und das 17, zu einem zusammengefügt und haben aus logistischen Gründen, weil es hat einen Haufen Stege da drin, wo man nicht hätte können, mit den Wägelchen, wo die Lebensmittel zum Beispiel drauf sind, drüber runterfahren, haben wir sogar einen Tunnel gebaut. Natürlich, Tunnel bauen ist immer mit Hindernissen behaftet, so auch bei uns. Die Hindernisse, das sind aber nicht Behörden, ganz andere. Es sind Findlinge. Ja, und da haben wir in diesem Haus mehr wieder einen müssen sprengen oder sonst auf sanftere Art beseitigen. Gerade wie ich vorher gesagt habe, es sind gar nicht Behörden, die irgendwelche Hindernisse sind. Nein, auch nicht der Denkmalschutz. Natürlich, er hat einem immer und immer wieder gefordert, aber man hat unheimlich viel gelernt, man hat sehr viel gehört von der Geschichte dieser Häuser, die Geschichte von dem Platz da. Und das ist dann immer interessanter geworden, man ist dann nie gewachsen und so ist es irgendwie auch für einen Techniker dann einmal ein gewisses Maß zum Minimum zur Liebe geworden, was da innen alles verborgen ist. Und gerade diese Arbeit, die ist für mich, neben all den technischen Sachen, die wir lösen mussten, ist sie gerade besonders bereichernd gewesen, weil es ist halt ein bisschen von Menschen begleitet war. Man hat sich immer wieder einigen und gerade diese Arbeit eigentlich zwischen der Liegenschaftenbesitzerin, wir als Mieter, begleitet vom Denkmalschutz, die für die Sachen geschaut haben, haben wir nicht immer auf dem direkten Weg, etwa mit einer Schlaufe, immer überall wieder schöne, respektvolle Wege gefunden, wo man ja jetzt auch sieht, innerhalb in dem Haus. Dabei denke ich vor allem an viele Punkte, wie zum Beispiel die ganze Akustik, weil ich glaube, das findet es niemand lustig, wenn man hört, wenn im Zimmer oben da jemand rumläuft. Oder wenn man unten von der Bar her irgendwie hört, wie sie es lustig haben. Das hat man nicht so gerne im Zimmer. Grosse Herausforderung. Oder wir tun, obwohl das schon sehr ein hervorragendes Wasser ist und wir kaufen das ja auch so, wir geben es so den Gästen ab, unser Zürichwasser, tun wir natürlich für gewisse Zwecke in der Küche rein. Zum Beispiel, wenn wir Eiswürfel machen davon, tun wir das aufbereiten und last but not least, bevor wir es der Kanalisation wieder übergeben, tun wir das bereits vorbehandeln, so dass es von Fettstoff und Sediment im Wesentlichen befreit ist und nicht die Kanalisation unnötig belastet. Wenn ich an die Verkabelung denke, die wir gezogen haben, die nur für Kommunikation ist, das Kabel, das lange ein paar Mal um den Zürichsee herum oder es ist sogar bis auf Basel lange, dass wir dort auch gut kommunizieren miteinander. Auch ein bisschen stolz dürfen wir sie auf unsere Kühlanlagen. Die sind energieoptimiert und die Wärme, die wir damit produzieren, können wir da bereits wieder im Abwasser weiterverwenden, so dass wir den Gaskonsum, den wir sonst brauchen zum Heizen, auch erheblich reduzieren können. So ist es langsam stetig vorwärts gegangen bis zu dem, was man sieht. Aber alles letztendlich ist da drin von Menschen gebaut worden. Menschen, die sich sehr engagiert haben über eine lange Zeit. Und diesen Leuten möchte ich eigentlich für den Einsatz, den sie geleistet haben, körperlich und geistig, danken. Und ich wünsche dem Haus, dass es einfach mich um ein X-fach jetzt noch überleben darf, sodass ein Haufen Leute das später alles auch mal noch mitnehmen dürfen. Alles Gute!